Guten Morgen. Timo muss zum Glück nur noch eine Stunde aufs WC, nicht mal 5 Minuten. Und bei mir geht es echt gleich wie gestern. Und so ganz liebes Grüezi zurück in Indien mit einem Timo mit Magenverstimmung und einem Fabian mit Mandelschnupfen. Trotzdem haben wir uns an diesem Tag entschieden zum Weiterfahren, weil wir ja schon in einer Woche in Nepal sein müssen, weil am Timo sein Indienvisum bald ablaufen wird. So habe ich dann am Morgen unser Standardsmorgen gekocht, nämlich den Traum von jedem Velofahrer, Porridge mit frischen Bananen und einem Schuss Honig. Ich wollte halt den Knackig auf den stellen. Das habe ich auch gekauft. Thanks, man. Goodbye. An diesem Wochenende im Februar war auch gerade der Viertag zugunsten vom Guru Ravidas Jayanti. Ich glaube, etwa so könnte man es aussprechen. Der auf jeden Fall am Ende des 14. Jahrhunderts in dieser Provinz geboren worden ist und als erster die Gleichheit von allen Menschen gefordert hat. So auch eine Abschaffung des Kastensystems in Indien. Erst 1949 ist offiziell das Kastensystem abgeschafft worden und heute, 71 Jahre später, spürt man immer noch die Abgrenzung von verschiedenen Gruppen untereinander in Indien. Entsprechend unserem Wohlbefinden haben wir auch unseren Fahrstil an diesem Tag angepasst und sind nie schneller als 15 km pro Stunde gefahren. Und das Ganze noch gespickt mit ganz viel Pause. Lange Pause. Also eigentlich fast nur Pause. So, wir haben es geschafft. Pilaur. Längste 30 km ever. Aber so Tage gibt es. Wir sind froh, dass wir da sind. Jetzt unseren Couchsurf versuchen und gesund werden. Genau. Hopefully. Ja. The rest is okay. Schön Südli. Wie fast jedes Haus in Pakistan oder Indien ist auch das dreistöckige Gebäude vom Dieb und seinem Vater entworfen und von ihren Händen gebaut worden. And this is our host. Hello. I am Karan, and you guys are really welcome here. And you both are my first host, and I really welcome you guys. Thank you very much. Bahut shukriya. Ich mag nicht mehr. Mami! Wo ist der Schalter? Ah, da. Du musst jetzt. Es geht Oatmeal mit Banane. Geil! Oh yes. Hello! Namaste! Cheek! Nice! Der Inhalt, der jetzt kommt, ist vielleicht nicht gerade für kleine Kinder gedacht. Schon kurz nach unserer unschönen Entdeckung von dieser Kadaverstätte für Kühe sind wir dann in Kanna eingetroffen, wo dort dann auch schon der Sabi, unser Host, auf uns gewartet hat. Oh
Der europäische Stil von seinem Haus erinnert extrem an die Hai, nur dass in der Schweiz niemand eine kleine private Kleiderfabrik im Obergeschoss hat. Seine 5 Mitarbeiter fertigen diverse Sportkleider an, die dann zum Preis von ein paar Franken im Osten von Indien und in Bangladesch verkauft werden. Zuoberst hat es wie immer die standardmäßige und schon fast obligatorische Dachterrasse, wo man den Kindern beim Kitefight dann zuschauen können. Noch als kleine Ergänzung zum letzten Video. Das Ziel ist es, mit dem eigenen Drachen die Schnur vom Gegner zu durchtrennen, indem man sich unter ihn setzt und dann mit hohem Tempo nach oben schiesst. Dafür gibt es noch extra starke Schnur, die besser schneiden sollte. Wie auch immer, es macht einfach abartig Bock. Stimmt's, Timo? Hast du können? Alter, Boy. So, jetzt ist noch der Kollege gekommen. Er hat Arznei und hat jetzt den Timo mit Medikamenten versorgt. Weil die letzten 3 Hosts, die da waren, haben genau das gleiche wie der Timo, also ist ein Standard. Das heisst, wenn man da am Besuch ist, kommt er und versorgt sie mit Medikamenten. Geil. Aufgrund der Magenprobleme von Timo haben wir dann darauf bestanden, uns jetzt nachts selber zu kochen. Auch wenn das unter den strengen Regeln der Hausköchin nicht ganz einfach war. Ah, okay. Okay. Thank you, Mom. Aha. Doch schlussendlich hat der perfekte Gemüsepfanne mit Nudeln und sehr wenig Würze dabei rausgeschaut. Zum Dessert hat uns dann der Sabi sogar noch lokales Glacier organisiert. So this is made from pistachio, milk and Saffron? saffron. This is the plain rabdi. So it is, yes, it Taste it. Und dann hat es aus irgendeinem Grund nochmal Essen gegeben. Okay. It's a salty. Anfang musst du was durchgehen, oder ich habe keinen Plan, wo wir da sind. Start im Tag, fast kein Essen gebracht. Nur die obligatorischen Fötterchen. Und dann ab auf die Straße. Endlich wieder mal Kilometer machen. Also Timo, machen wir Fötterchen, nachher gehen wir. Was trinkst du gerade? Ich weiss nicht, was trinke ich? Isoton, Vitamin, Scheiß. Zugegeben sind wir schon schönere Strecken gefahren, aber aufgrund des Zeitdrucks haben wir uns entschieden, die Hauptstrasse nach Richtung Nepal zu fahren. Doch auch auf diesen dicht befahrenen Strassen hat es immer wieder interessante Sachen zu entdecken gegeben. Wie zum Beispiel die lokale Rollerblades-Sprintmeisterschaft inmitten des Stadtverkehrs. Oder der erste Burger King seit über 3 Monaten. Verzweifelte Situationen führen zu verzweifelten Entscheidungen. Darum befinden wir uns jetzt hier vor dem Burger King. Nein, er hat nicht geschwitzt. Gar nicht. Bei 25 Grad, alles am Rausschwitzen. Die ganzen Uhren Käfer und Bakterien. So, wir sind in einem Sikh-Tempel und sie haben uns da jetzt ein Bett zur Verfügung gestellt. In einer kleinen Garage. Timo ist da gerade uns jetzt Nacht am Kochen. In einer Viertelstunde ist Zeit zum Betten, wo wir natürlich auch gerne wieder mitmachen. Darum essen wir jetzt noch etwas Kurzes und geniessen den Abend. So cool. Guru Nanak Milya Par Brahma Guru Nanak
Also wenn ihr auch mal in Indien unterwegs sind, Sikh-Tempel definitiv eine Option zum Übernachten. Super freundliche Leute, sie geben dir mega viel Raum. Sie zwingen dich nicht zum Essen, sie fragen dich, willst du Chai, willst du etwas zu essen? Wenn du sagst nein, dann ist alles gut. Und du hast wirklich deine Ruhe. Timo war wieder ein bisschen auf dem WC gewesen, aber jetzt geht es weiter, super schönes Wetter. Wieder Rückenwind, so wie es aussieht. Ja. Geil! Timo hat den Platte. No! Hey Bro. Hast du neue Kollegen? Also man merkt deutlich, wir verlassen Punjab langsam. Die Leute werden wieder viel neugieriger, mühsamer, ungebildeter, fahren schlechter, hupen noch mehr als sonst schon, wird alles wieder ein bisschen mühsamer. Merci. Fuck you, Timo! Ah, geht aber zum Glück nicht mehr lang, bis wir in Nepal sind. Wir haben eigentlich Hillen angefahren, aber es war irgendwie nichts Gescheites. Also haben wir uns entschlossen, auf die gute alte Mutter Natur zurückzugreifen. Mal schauen, ob die ein Plätzchen für uns hat. Ich hoffe es mal. Geil, endlich wieder Sugarcane. Okay, da wäre eine Endstation. He? Schon geil, mehr als Salz brauchst du echt nicht, das schmeckt jetzt einfach nach Gewürz. Nein. Mehr als Salz brauchst du echt nicht, das schmeckt jetzt einfach nach Gemüse. Gebige Muse.